Ich habe von einer verrückt einfachen Methode gelesen, den Klima-Impact von Flügen zu halbieren und das zu einem Bruchteil der Kosten von E-Kerosin. Und ich frage mich, wenn das so günstig ist, wieso zur Hölle machen wir das dann nicht? Und das ist jetzt nicht euer typisches YouTube-Intro, bei dem am Anfang voll viel versprochen wird, nur um dann am Ende mit irgendeinem Knackpunkt um die Ecke zu kommen. Nee, nach unserer Recherche glaube ich wirklich, dass es keinen guten Grund gibt, das nicht zu tun. Und umso wichtiger ist es also, dass wir jetzt drüber sprechen. Und genau diese Frage stelle ich später in dem Video auch noch an die Leute von Lufthansa, British Airways, Air France und die anderen Top 10 Fluggesellschaften der Welt. Die Antworten dürften spannend werden. Aber ihr wollt bestimmt erst mal hören, was die Lösung ist, ne? Krass, dass sowas mittlerweile so einfach ist, oder? Dieses Video basiert übrigens auf dem unfassbar guten Newsletter Sustainability by Numbers von Hannah Ritchie, die als Senior Researcher bei der University of Oxford arbeitet und Our World in Data betreut. Wenn ihr hin und wieder mal in unsere Quellendokumente schaut, dann habt ihr ihre Arbeit sicherlich schon mal gesehen. Ich schaue für meine Recherchen oft dort vorbei. Also ihr wisst wahrscheinlich schon, dass Flüge für so 2% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sind. Also ungefähr so viel wie ganz Deutschland. Und vielleicht habt ihr auch schon von den Plänen gehört, Flüge CO2-neutral zu machen. Müssen wir ja, wenn wir die ganze Welt auf Netto Null bringen wollen, was wir meiner Meinung nach unbedingt tun sollten, um die Temperaturen erstmal wieder zu stabilisieren. Also einen sicheren Planeten für uns Menschen zu erhalten. Das Ding ist, diese Pläne arbeiten alle mit E-Kerosin, Biotreibstoffen oder Wasserstoff. Und die sind alle ziemlich teuer. Aber Flüge tragen auch noch anders zur globalen Erhitzung bei, also abseits von CO2. Und zwar gar nicht mal so wenig. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt am Anfang, aber wir gehen es gleich Stück für Stück miteinander durch, also ein bisschen Geduld bitte. Es geht um Contrails. Wenn du jetzt Chemtrails oder Chemtrails verstanden hast und gleich loskommentieren willst, erspar's uns bitte, oh Gott. Die Kommentare könnten ganz andere sein. Es steckt keine Verschwörung hinter, wirklich. Vielleicht sehen wir sogar welche. Moment. Kondensstreifen sind einfach Wassertröpfchen, die sich hinter Flugzeugen bilden. Und die haben erstens eine überraschend hohe Klimawirkung und wir könnten sie auch zweitens überraschend leicht vermeiden. Keine anderen Treibstoffe, keine anderen Flugzeuge, einfach nur ein leichtes Verändern der Flugrouten. Krass, oder? Und das ist eine echte Klimalösung, die ich ehrlich gesagt noch gar nicht auf dem Schirm hatte und ich glaube, damit bin ich nicht allein. Deswegen lohnt es sich umso mehr, hier mal reinzugehen und uns anzuschauen, wie diese Lösung funktionieren würde und ob das wirklich so günstig wäre. Also holt euch einen Tomatensaft, schnallt euch an, wir heben ab. Nur um die Kritik gleich vorwegzunehmen, diese Lösung hier heißt nicht, dass die Flugindustrie ihre CO2-Emissionen vernachlässigen kann. Nee, die haben schon trotzdem noch die Aufgabe, Alternativen zu fossilem Kerosin aufzubauen. Nur momentan schauen sie halt noch nicht mal auf ihr volles Bild. Es gab bisher keine Pflicht für Luftfahrtunternehmen, ihre Klimawirkung abseits von CO2-Emissionen zu messen oder gar zu reporten. Sich also auch um die Kondensstreifen zu kümmern, würde erstmal bedeuten, dass sie die volle Verantwortung für ihre Klimawirkung annehmen. Und das hätte, finde ich, Respekt verdient. Oder um es von der anderen Seite zu betrachten, wenn die Flugindustrie komplett CO2-neutral wäre, ist sie deswegen noch lange nicht klimaneutral, solange sie noch Kondensstreifen produziert. Und das macht viel mehr aus, als man erstmal denkt. Also, wenn du und ich jetzt zusammen auf einer grünen Wiese liegen würden und in den Himmel schauen, dann sehen wir manchmal hinter Flugzeugen das hier. Kondensstreifen. So ein Flugzeug fliegt ja mit Kerosin, also einem Kohlen-Wasserstoff-Gemisch auf Erdölbasis. Wenn das Kerosin verbrannt wird, entsteht zum einen natürlich CO2, was den einen Teil der Klimawirkung ausmacht, aber zusätzlich halt auch noch Wasserdampf, Ruß und andere kleine Partikel. In den meisten Fällen, wenn wir jetzt da auf unserer grünen Wiese liegen, sehen wir die Streifen ja gar nicht. Warum eigentlich? Naja, die Luft ist so ein bisschen wie ein Schwamm. Wenn sie trocken ist, also eine niedrige Luftfeuchtigkeit hat, dann kann sie zusätzliches Wasser einfach in sich aufnehmen. Unser Schwamm saugt das Wasser also auf. In der Luft heißt das Wasser bleibt gasförmig und das können wir natürlich nicht sehen, also keine Kondensstreifen. Wenn die Luft aber jetzt schon mit Wasser gesättigt ist, also wie ein Schwamm, der schon voller Wasser ist, kann sie keinen weiteren Wasserdampf mehr tragen. Und das Wasser kondensiert stattdessen dann an diesen kleinen Rußpartikeln und bei der Kälte da oben gefriert es natürlich auch gleich zu kleinen Eiskristallen. Diese Kondensstreifen, die wir sehen, sind also eigentlich kleine Eiskristalle. Neben der Luftfeuchtigkeit, über die wir gerade gesprochen haben, spielt die Temperatur aber auch noch eine wichtige Rolle. Je kälter nämlich die Luft ist, desto weniger Wasserdampf passt da rein. Ein bisschen wie wenn wir den Schwamm nehmen und zusammendrücken. Was jetzt für manche vielleicht überraschend sein dürfte, diese Bereiche in der Atmosphäre, in denen die Bedingungen für Kondensstreifen gegeben sind oder eben nicht, sind manchmal überraschend scharf voneinander getrennt. Deswegen beginnt so ein Kondensstreifen manchmal auch ganz plötzlich am Himmel oder hört auch auf einmal wieder auf. See there, it stops just about exactly above my house. It's like they know
Und da entstehen natürlich diese Verschwörungstheorien, dass da der Pilot oder die Pilotin irgendeinen Schalter umlegen könnte, was natürlich Käse ist. Wenn wir jetzt zusammen auf der grünen Wiese sind und diese Kondensstreifen sehen, ist es aber ganz oft so, dass erstmal so ein weißer Streifen hinter dem Flugzeug zu sehen ist, der sich dann aber langsam auflöst. Und das ist auch noch nicht weiter wild. Das Problem ist, wenn sie bleiben. Wenn die Kondensstreifen sich nämlich nicht auflösen, dann verschleiern die so ganz leicht und bilden künstliche Cirruswolken. Und die sind ziemlich klimawirksam. Und diese Cirruswolken können sowohl eine erhitzende als auch eine kühlende Wirkung haben. Kühlend, weil sie können einen kleinen Teil des Sonnenlichts, der sonst auf die Erdoberfläche scheinen würde, wieder nach oben weg reflektieren. Das meiste Sonnenlicht geht aber durch. Und erhitzend, weil es die Strahlung, die von der Erdoberfläche abgestrahlt werden würde und eigentlich ins Weltall abstrahlen würde, teilweise halt nicht durchlässt und zurückstrahlt und quasi gefangen hält. Wenn man jetzt aber diese beiden Wirkungen miteinander verrechnet, dann wirkt der größere Teil halt erhitzend und nur ein kleiner Teil kühlend. Aber wichtig ist ja, über welche Größenordnungen sprechen wir. Ist das überhaupt relevant? Ich glaube, mit genauen Strahlungsbilanzen können die wenigsten Leute was anfangen. Deswegen nehmen wir mal die Wirkung von Kondensstreifen und vergleichen die mit der Wirkung von CO2, um ein Gefühl für die Größenordnungen zu bekommen, wie klimawirksam das jetzt wirklich ist. Und gleich danach schauen wir uns an, wie einfach es eigentlich sein könnte, Kondensstreifen zu vermeiden. Sich mit Kondensstreifen als Klimalösung zu beschäftigen, hat einen ganz, ganz großen Vorteil. Dafür müssen wir erstmal kurz verstehen, wie unterschiedlich CO2 und Kondensstreifen wirken. Das Gute ist, dass es nicht so kompliziert. Jetzt kommt ein Schocker. CO2 wirkt eigentlich gar nicht so stark. Das Problem bei CO2 liegt hauptsächlich darin, dass es quasi nicht von alleine weggeht. Die natürlichen Kapazitäten, CO2 nämlich wieder aufzunehmen, also durch Pflanzen, Meere und so weiter, sind halt nur ungefähr so groß wie das CO2, das auch durch natürliche Quellen ausgestoßen wird, also Feuer, Vulkane und so weiter. Es ist ein Kreislauf in der Natur. Crazy, ich weiß. Alles, was wir dann zusätzlich in die Luft pusten, aus fossilen Energien, kommt halt on top zu dem, was schon aus natürlichen Quellen kommt. Und das geht halt nicht von alleine weg, sondern summiert sich immer weiter wie so ein immer größer werdender Müllberg in unserer Luft. Und je größer diese Menge an CO2 ist in unserer Atmosphäre, desto stärker wirkt sie erhitzend. Jede Tonne CO2, die ich also jetzt in die Luft puste, kommt on top zu alledem, was die Menschheit da schon vorher reingepustet hat. Und noch schlimmer, sie wirkt für die nächsten Jahrzehnte, die ganze Zeit. Bei Kondensstreifen bzw. ihren künstlichen Cirruswolken ist es genau andersrum. Sie sind nur für 1-2 Tage da, manchmal sogar nur wenige Stunden. Und dann einfach wieder weg. Aber in der Zeit knallen sie halt so richtig rein. Und das wird ganz gut deutlich, wenn wir uns das mal auf einem Graphen anschauen. Nehmen wir mal die Flüge von einem Jahr und schauen uns erstmal nur die Klimawirkung der CO2-Emissionen an. Dann sieht das ungefähr so aus. Am Anfang nimmt es leicht ab, aber es hat eine relativ stabile Wirkung über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Nehmen wir stattdessen die Klimawirkung durch Kondensstreifen, haben wir die zwar nur in dem Jahr, in dem die Flüge stattfinden, aber dafür ist die Wirkung halt viel, viel höher. Das ist also der Blickwinkel von den Flügen aus und ihre Wirkung über die nächsten Jahre hinweg. Alternativ dazu können wir uns aber auch ein Jahr hernehmen und schauen, wie sich die aktuelle Klimawirksamkeit durch Flüge aufteilt zwischen CO2 und Kondensstreifen. Das hier ist vom Jahr 2019, einfach weil ich da schon die Daten habe, ist also schon ein paar Jahre alt, zeigt aber die Verhältnisse ganz gut auf. Da ist die Klimawirkung durch CO2 bei Flügen also so hoch. Allerdings ist nur dieser ganz kleine Teil hier oben das CO2, das auch dieses Jahr von Flugzeugen ausgestoßen wurde. Der Rest der CO2-Wirkung in diesem Jahr kommt also von Flügen der letzten 70 Jahre. Dieses CO2 ist aber halt wie der Müllberg immer noch da und wirkt halt auch immer noch, genau wie wir es vorhin schon festgestellt haben. Zum Vergleich, die Klimawirkung durch Kondensstreifen war in diesem Jahr so hoch. Wie gesagt, die wirken immer nur so lange sie da sind, aber dafür halt mit einer echt starken Wirkung. Und genau darin liegt jetzt der große, große Vorteil, sich damit zu beschäftigen. Nachdem die Kondensstreifen morgen schon wieder weg sein können, könnten wir auch einfach direkt morgen anfangen, keine neuen mehr in den Himmel zu malen und diese komplette Klimawirkung wäre auch weg. Was können wir jetzt hieraus mitnehmen? Kondensstreifen bzw. in der Folge dann diese künstlichen Cirruswolken machen ungefähr 2% der menschengemachten Klimawirksamkeit aus. Das ist also so viel, als würde ganz Deutschland plötzlich klimaneutral werden. Dieser Vergleich macht aber auch noch was anderes klar. Kondensstreifen zu vermeiden ist super wichtig, heißt aber nicht, wir könnten die CO2-Thematik in der Flugindustrie vernachlässigen. Denn die sorgt eben auf lange Sicht für noch mehr Temperaturanstieg und lässt sich viel weniger leicht von heute auf morgen stoppen. Was Kondensstreifen zu vermeiden aber tun würde, es würde kurzfristig die Geschwindigkeit, mit der wir unseren Heimatplaneten aufheizen, reduzieren und damit auch die Risiken, in die ersten Rückkopplungen zu laufen, die dann wiederum noch mehr Treibhausgase aus natürlichen Systemen wie zum Beispiel dem Permafrost freisetzen würden. Also long story short, wir verringern damit einfach Risiken. Und das relativ einfach. Denn der Grund, warum die Vermeidung von Kondensstreifen so günstig wäre, ist folgender.
Nur ein sehr, sehr kleiner Anteil der Flüge sorgt für den größten Teil der Erhitzung durch Kondensstreifen. Die meisten Flüge tragen nämlich weder zur Erhitzung noch zur Kühlung durch Kondensstreifen bei. Es gibt sogar ein paar Flüge, die nur einen kühlenden Effekt durch Kondensstreifen verursachen. Hier gehen je nach Quelle die Zahlen so ein bisschen auseinander, aber der grundsätzliche Punkt ist überall der gleiche. Ein paar wenige Prozent der Flüge ist für den größten Klima-Impact verantwortlich. Der Weg, diesen Impact zu verringern, ist super einfach und für Fluggesellschaften noch nicht mal was Neues. Wie kann man also die Kondensstreifen vermeiden? Wir haben ja vorhin gemeinsam gelernt, wann Kondensstreifen entstehen. Also überall da, wo es kalt ist und gleichzeitig eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Wenn ein Flugzeug jetzt da durchfliegt, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass Kondensstreifen entstehen. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Diese Bereiche sind glücklicherweise ziemlich dünn in der Atmosphäre anzufinden. Wir können also einfach drumherum fliegen und damit verlangen wir noch nicht mal was Neues von der Flugplanung oder den PilotInnen. Denn die fliegen jetzt schon Umwege, um zum Beispiel Turbulenzen durch Unwetter zu vermeiden. Wir sprechen hier auch nicht von großen Umwegen, sondern meistens einfach von Änderungen der Flughöhe um einen halben Kilometer oder so, was bei 10, 12 Kilometer Flughöhe nicht so viel Unterschied machen dürfte. Mit detaillierten Wettervorhersagen, Satellitenbildern und Flugplänen können WissenschaftlerInnen dann ziemlich genau vorhersagen, wo diese Zonen sein werden. Und Flugpläne können entsprechend angepasst werden, um diese Zonen halt einfach zu vermeiden. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Das, was ihr hier seht, ist von contrails.org. Das ist ein Non-Profit-Unternehmen, die dazu beitragen wollen, dass Flüge weniger klimaschädlich werden. Und das hier ist eine Live-Karte, wo ihr einfach nachschauen könnt, wo sind die Wahrscheinlichkeiten für Kondensationsstreifen gerade hoch und sogar, wie würden diese dann wirken. Also eher erhitzend oder eher kühlend. Man kann hier unten mit dem Regler die Uhrzeit einstellen und sieht dann genau, wie sie sich bewegen, diese Cirruswolken, und wie ihre Wirkung sein wird. Man kann sogar einzelne Flüge anwählen und das sieht man ganz gut in der Höhenkarte, wo genau diese Kondensstreifen auftauchen werden und wie sie hätten vermeiden können. Also das ist schon ziemlich abgefahren. Das findet ihr natürlich wie immer in dem Quellendokument und ihr könnt einfach selbst damit rumspielen. Das ist einfach offen für jeden zugänglich, was schon ziemlich cool ist. Contrails.org ist aber auch nicht der einzige Player in dem Bereich. Auch Google zum Beispiel hat schon ein Projekt gestartet, das mittels AI diese Vorhersagen baut und auch schon einen Test mit American Airlines gemacht hat. Zu dem Test später noch mehr. Jetzt muss man natürlich sagen, dass das Ganze nur dann sinnvoll ist, wenn die Umwege nicht zu groß werden. Erstens wären Menschen wahrscheinlich nicht allzu happy, wenn ihre Flüge dadurch länger dauern würden. Und zweitens braucht jeder Umweg ja auch mehr Sprit, was dann wiederum diesem positiven Klimaeffekt wieder entgegenwirken würde, wenn wir einfach mehr CO2 rauspusten. Aber das sind hier schlaue Köpfe dort und die haben das natürlich mit einberechnet. Und auch hier Entwarnung. Es geht in der Regel um Umwege, die den Flug gerade mal 1% länger machen würden. Also sowohl Sprit als auch Reisezeit würden ungefähr 1% mehr werden. Aber nochmal zur Erinnerung, das betrifft ja auch nur die wenigen Routen, die überhaupt Umwege fliegen müssten. Ihr erinnert euch, dass ganz, ganz wenige Flüge ganz, ganz viel des Impacts ausmachen und nur bei denen müssten wir diese Umwege fliegen. Wenn dein Flug also 10 Stunden lang ist und einer dieser Flüge ist, der einen leichten Umweg braucht, dann würde dieser Flug 6 Minuten länger dauern. Das ist immer noch weniger Zeit, als die Leute dann im Flugzeug im Flur rumstehen, während sie warten, dass die Türen endlich aufgemacht werden. Also ich glaube, die meisten Menschen würden es gar nicht merken. Aber was heißt denn das in Euros? Also welche Kosten haben wir denn damit? Zum einen haben wir natürlich einmal den Aufwand, diese Kondensationsstreifendaten, Luftfeuchtigkeit und Temperatur in die Flugplanung zu integrieren. Aber ganz ehrlich, gerade mit Hilfe von AI und dem Fakt, dass die ja auch jetzt schon Wetterdaten in ihrer Planung haben, macht das wahrscheinlich kostentechnisch nicht so viel aus, denke ich. Was aber natürlich eine Rolle spielt, könnte das extra Kerosin sein, das man für diese Umwege braucht. Hier wird jetzt die ganze Kalkulation ein bisschen kompliziert und ich möchte euch nicht langweilen damit. Hannah Ritchie leitet das in ihrem Newsletter wunderbar her und vergleicht mehrere Quellen miteinander, um zu seriösen Annahmen zu kommen. Wenn euch das also interessiert, findet ihr das natürlich in unserem Quellendokument in der Videobeschreibung. Schaut da also auf jeden Fall mal vorbei und abonniert auch gleich Hannah Ritchies Newsletter. Werdet ihr bestimmt nicht bereuen. Und wenn ihr schon beim Abonnieren von Dingen seid, ich freue mich auch immer über Abos. Ihr Ergebnis ist im Grunde genommen, ein Flugticket würde je nach Flugdistanz so 50 Cent bis 5 Euro teurer werden. Also weniger als ein Flughafenkaffee. Das sind also die Kosten für das Individuum, wenn man so auf alle Flüge aufteilt. Wenn man das jetzt aber vergleichen möchte mit anderen Klimaschutzmaßnahmen, dann nutzt man normalerweise so die Kosten pro Tonne CO2-Äquivalent. Kondensstreifen zu vermeiden käme laut contrails.org auf leicht unter $1 pro Tonne CO2-Äquivalent. Zum Vergleich, bei E-Kerosin werden die Kosten auf Hunderte von Dollar pro Tonne CO2-Äquivalent geschätzt. Kondensstreifen zu vermeiden, wie gesagt, keine Alternative, sondern ein Anfang, ist also hunderte Male günstiger und kann viel, viel schneller umgesetzt werden, als eine ganze Flugzeugflotte auszutauschen oder neue Treibstoffarten zu entwickeln. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn das so günstig ist, so schnell und einfach umzusetzen ist.
Warum machen wir das dann nicht? Und genau deswegen frage ich jetzt mal bei den Leuten von Lufthansa, British Airways, Air France und den anderen Top 10 Fluggesellschaften der Welt an. Auf die Antworten bin ich gespannt. Ich schreibe also E-Mails an die 10 größten Airlines dieser Welt und ich stelle ihnen einige Fragen. Im Kern aber, warum macht ihr das nicht? Ein paar Tage später kommen die ersten Antworten. So, von 10 Anfragen, die ich rausgeschickt habe, habe ich jetzt schon von 2 eine Antwort bekommen. Zu den Praxistests, die schon liefen. Also von American Airlines zusammen mit Google, aber auch dem 100-Flüge-Programm von der Lufthansa zusammen mit TUI und dem DLR und anderen, lässt sich rauslesen, ja, das funktioniert auch in der Praxis. Was sich aber leider nicht rauslesen lässt, ist, ob sie vorhaben, das weiterzumachen. Und wenn nicht, warum nicht? Kurze Unterbrechung zum Ende, weil in der Zwischenzeit noch eine Antwort von der Lufthansa kam und der Vollständigkeit und Fairness halber möchte ich die noch mit hier reinnehmen. Sie machen das noch nicht, haben sie mir gesagt, aus 2 Gründen. Zum einen ist es noch nicht sicher genug, dass diese Klimawirkung der Nicht-CO2-Emissionen tatsächlich so sei. Und zum anderen, um das im Routinebetrieb einzufügen, sind die Daten noch nicht verlässlich genug, also die Qualität der Daten. Sie beziehen sich hier explizit auf das 100-Flüge-Programm. In den Ergebnissen des 100-Flüge-Programms steht allerdings, dass sie Kondensationsstreifen vermeiden konnten und damit die Klimawirksamkeit von Flügen deutlich reduzieren konnten. Ich sehe hier einen deutlichen Widerspruch und den haben sie nicht wirklich aufgelöst. Da leider keine der Airlines die Gelegenheit genutzt hat, mir diese Frage ausreichend gut zu beantworten, müssen wir also unsere eigenen Mutmaßungen anstellen. Der folgende Teil ist also Spekulation, aber ich denke auch nicht zu weit hergeholt. Wenn ihr aber noch andere Ideen habt, dann würde mich das auf jeden Fall interessieren. Bitte gerne in den Kommentaren, lasst uns darüber diskutieren. Ich habe 2 Hypothesen. Hypothese 1, Kosten. Wir haben ja schon besprochen, dass es pro Flug nicht so viel ausmacht, Kondensstreifen zu vermeiden. Aber so eine Airline wie die Lufthansa oder British Airways, die machen halt so 1 bis 2 Millionen Flüge im Jahr. Das ist schon echt viel. Und da sprechen wir dann insgesamt schon schnell von Zusatzkosten in Millionenhöhe. Gut, jetzt muss man dazu sagen, diese Unternehmen machen halt auch zig Milliarden Euro Gewinne im Jahr. Von daher sind Kosten im Millionenbereich im Verhältnis dann doch wieder nicht so groß. Und sie könnten das wahrscheinlich auch ganz gut PR-technisch nutzen, um damit Werbung für sich selbst zu machen. Also Hypothese 1 halte ich jetzt nicht für die wahrscheinlichste. Was uns zu Hypothese 2 bringt. Hypothese 2 ist, dass den Airlines ziemlich klar ist, dass den wenigsten Menschen klar ist, dass der Klima-Impact von Flügen quasi fast doppelt so hoch ist, wie sie dachten. Und Airlines haben natürlich jetzt nicht das größte Interesse daran, das den Menschen zu vermitteln. Sie wollen natürlich möglichst sauber wirken. Daher, selbst wenn sie jetzt sagen würden, wir nehmen das Problem ernst und beseitigen es, würden sie halt trotzdem erstmal auf ein Problem aufmerksam machen, das vorher den Menschen gar nicht klar war. Und ich glaube, das ist die Denke, die dahinter steckt. Und ich glaube auch, dass das der eigentliche Grund ist, weshalb hier ein bisschen die Motivation fehlt. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir sie denn motivierter? Ich persönlich glaube aber trotzdem, dass Menschen schlau genug sind und eine Airline, die hier vorangehen würde und Verantwortung übernimmt, dann auch einen Vorteil im Markt hätte. Und genau deswegen, weil sich die Airlines hier bisher so wegducken, ist es umso wichtiger, dass alle Menschen darüber Bescheid wissen. Denn wenn Menschen wüssten, wie groß das Problem ist und wie einfach es wäre, es zu beseitigen, dann könnte sich keine Airline mehr davor verstecken. Einen Hoffnungsträger gibt es aber noch, über den wir bisher noch gar nicht gesprochen haben. Ein Player, der vielleicht wirklich was tun kann, noch bevor es die Airlines tun. Die EU. Die hat nämlich dieses Jahr erst eine Pflicht herausgegeben für Airlines, ihre Nicht-CO2-Emissionen zu messen und zu reporten. Das ist zwar nur ein allererster kleiner Schritt, aber es könnte eben ein entscheidender erster Schritt sein, um Kondensstreifen loszuwerden. Aber wir, du und ich, gehören bisher zu den wenigen Menschen, die davon wissen. Aber wir können dabei helfen, indem wir über dieses Thema sprechen und es verbreiten. Also, lass mal loslegen.